Ja, hallo, mein Name ist Günther von Ambient Recording. Ich möchte euch heute zeigen, wie man eine Tonangel sauber macht oder gegebenenfalls repariert. Dazu brauche ich folgende Teile. Das ist einmal der Spiritus zum Reinigen und etwas Fett zum Einfetten der Gewinde und etwas Aceton, gegebenenfalls, wenn man Velcro erneuern muss, und natürlich saubere Tücher zum Reinigen. Zuerst muss man erstmal die gesamte Tonangel zerlegen, indem man die Gewinde ganz aufschraubt. Wichtig dabei ist der Klemmring, dass der aus dem Gewinde rausrutscht. So, wenn das alles auseinandergebaut ist, dann muss man die Tonangel mit Spiritus reinigen. Dafür nimmt man sich erstmal ein oder zwei von so Tüchern und tut mal kräftig mit Spiritus tränken. Es kann ruhig gut und kräftig sein und dann damit über das Rohr ziehen und es sauber machen, bis nach hinten auch den Velcro und den Klemmring. Der Klemmring selbst bei dem Tonangel, bei dem Kurs, geht runter und man kann ihn auch innen dann noch schnell das letzte Gewinde, wenn es möglich ist, rauszunehmen und sauber machen. Das wiederum muss man dann bei jeder Tonangel machen, auch bei diesem Gewinde. Der Gummi ist ganz wichtig, dass er da wieder bleibt. Man kann ihn kurz wegmachen, sauber machen, wieder zurück. Schauen, dass der Stahlstift da ist und dann gleich wieder zum nächsten. So, jetzt sind alle Rohre gereinigt. Jetzt müssen wir erstmal die Gewinde wieder fetten und den Gummi fetten. Dazu benötigt man jetzt noch unser Fett. Dazu wird mit dem Finger einfach mal kurz über das ganze Gewinde drüber gestrichen. Das überschüssige Fett kann ich noch auf dem Finger lassen und dabei den Velcro ein bisschen einfetten. Muss nicht viel sein, nur ganz wenig, sodass der gut im Rohr gleiten kann. Und dann gleich das Rohr wieder ineinander stecken. Hier ist es ganz wichtig, dass der Klemmring mit diesem Stift in den Schlitz genau passt und reinrutscht und die Mutter auf das Gewinde aufgeschraubt wird, so lang bis es wirklich fest ist. Nicht vorher bewegen, sonst kann der Klemmring aus dem Stift rausrutschen. So, jetzt machen wir wieder los, jetzt kann man ihn bewegen und der Stift sitzt fest und kann nicht mehr verrutschen. Es ist auch wichtig, dass dieser Gummi eingefettet wird und auch ist, sodass die Mutter über diesen Gummi rutschen kann und dadurch das Gewinde von außen abschließt und kein Staub in das Gewinde kommt. Ein kleiner Hinweis: Wenn der Klemmring aus der Mutter mal nicht rauskommt, kann man einfach mit ein bisschen Schubs schauen, dass er einfach die Mutter schauen, bis er sich löst und aus der Mutter rausrutscht. Wenn ihr fertig zusammengebaut habt, dann würde ich sie noch mal ganz kurz reinigen mit Spiritus, und wenn ihr das 2- bis 3-mal im Jahr macht, dann hält die Tonangel noch viele Jahre.